Morgen Leute. Ja, die erste Nacht haben wir hinter uns. Wir sind hier in Altenau in der Schweiz auf dem Campingplatz Ruderbaum. Ein nettes Fleckchen Erde, ganz in der Nähe vom Bodensee. Also zum See runter sind es, keine Ahnung, 30 Meter. Ja, wir haben glücklicherweise noch einen Stellplatz bekommen, beziehungsweise einen Platz nicht direkt auf dem Campingplatz, sondern eher noch so ein Pufferplatz, nenne ich es mal. Ja, direkt am Spielplatz. Dementsprechend war auch Halligalli und schön zuzuschauen, wie die Kinder spielen und ja, leer machen. Und da kommen meine zwei Süßen von der Morgenwäsche. Jo, wir werden heute die Fahrräder mal runterpacken vom Auto und werden mal eine schöne Radtour am Bodensee entlang machen. Am Anfang unserer Rundtour fahren wir ein gutes Stück am Bodensee entlang und genießen diese prachtvolle Aussicht. So, und jetzt fahren wir durch den kleinen, wunderschönen Ort Güttingen durch. Und von hier oben wieder ein wunderschöner Ausblick auf den Bodensee. Ist das nicht ein traumhafter Anblick, diese Aussicht auf die Alpen? Wunderschöne Kirchen auf der ganzen Strecke. Und hier sind wir an dem Wasserschloss Hagenwil angekommen. Ein wunderschönes und idyllisches Ambiente hier an diesem Wasserschloss. Das Schloss ist heute noch bewohnt und hat auch ein Restaurant. Auch eine wunderschöne Location für
festliche Aktivitäten hier. Ja, das Wasserschloss Hagenwil ist ein sehr schöner Ort für einen Tagesausflug und zur Einkehr. Aber jetzt fahren wir wieder Richtung Bodensee zurück. Ja, und hier unterwegs haben wir ein wunderschönes kleines Restaurant gefunden, in dem wir jetzt einkehren werden. Die ganze Gegend hier ist geprägt von ihrem Obstanbau. Ob Äpfel, Birnen, Mirabellen, Wahnsinn! So, wieder am Bodensee angekommen. So, jetzt waren wir noch an einer kleinen Strandbar und haben jetzt noch einen Cocktail und einen Kaffee zu uns genommen. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt gleich auf dem Seeweg sind. Im Radweg bzw. auf Fußweg am See entlang. Und jetzt geht es wieder zurück nach Altenau. Ja, und hier am Radweg entlang am See gibt es viele private Grundstücke mit sehr, sehr schönen Häusern. Ja, und der Weg ist auch immer wieder mal unterbrochen von einem öffentlichen Strandbad. Ja, wie hier zum Beispiel. Sehr gravierend, wie tief der Wasserspiegel ist vom Bodensee dieses Jahr. Meine Herren, das zieht sich ganz schön jetzt hier auf diesem Seeradweg entlang. Ja, auch schon Zeit für mein Fazit. Wir sind kurz vor Altenau wieder. Campingplatz. Also zu unserer heutigen Tour oder Rundtour. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön hier in der Schweiz. So auch ein Stück im Hinterland vom Bodensee. Also nicht direkt der Bodensee, ich sage mal so 10, 15, 20 Kilometer weiter rein. Also wirklich sehr schön. Ja, vor allen Dingen hat uns heute das Wasserschloss sehr, sehr gut gefallen. Ja, dieses Gebäude an sich und da mitten in so einem Weiher drin, in so einem See, sehr, sehr spannend. Ja, die schönen Wege, die wir fahren konnten, zum Teil auf der Straße, auch viele Radwege entlang, am Bodensee entlang. Sehr, sehr gut zu fahren und ja, ist sowieso sehr, sehr, sehr gut ausgebaut, die Radwege hier. Ja, und natürlich auch am Seeradweg entlang, sehr schön. Zum Teil schöne Villen, diese Privatgelände oder Ferienhäuser. Ja, sehr schön angelegt. Ach ja, und was uns doch super gefallen hat,
das kleine Restaurant, in dem wir eingekehrt sind, sehr, sehr lecker geschmeckt. Ja, hat Spaß gemacht heute. So, wir sind wieder auf dem Campingplatz angekommen. Ich hoffe, euch hat unser Ausflug gefallen, beziehungsweise das Video. So, bis zum nächsten Mal. Euer Nola. Ciao.